Wir befinden uns jetzt in der Voliere, die ist fertig soweit. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier ein bisschen Drahtgeflecht. Das müssen wir noch zusammenbinden mit Draht. Ja, hier sind noch ein paar Lücken, sieht man ein bisschen. Das tut aber keinen Abbruch, dass das hier schon da ist, was hier rein soll. Schauen wir uns einmal an. Dann schauen wir uns einmal die Voliere an. Das ist ja im Endeffekt einfach ein Schlauch. Das ist auch über Mindestgröße. Ich glaube 8 Meter würden reichen. Wir haben jetzt hier 12. Mal 3 Meter, mal 2 Meter Höhe. Ist halt schade, da kann nicht so wirklich fliegen. Also geplant ist auch ein rechteckiger Bau, beziehungsweise ein quadratischer Bau, wo es einfach ein bisschen mehr Platz hat und auch mehr Höhe. Aber ich denke, für den Anfang auch zum Dressieren und an uns gewöhnen ist es deutlich besser. Deswegen wollen wir jetzt auch gucken, dass wir vielleicht mal im Sommer, wenn es jetzt wirklich richtig Sommer ist, Stützen in die Wiese kloppen und ein Netz drüber spannen, dass es zumindest da mal fliegen kann und dass wir auch gucken können, ob sie wirklich bei uns bleibt oder ob sie dann wegfliegt oder die Neigung zeigt, wegzufliegen oder sich von uns weit zu entfernen. Dann müssen wir noch Geschirrtraining machen, ne, dass sie Geschirr um die Klauen bekommt. Das kommt aber alles noch nach und nach. Sie ist ja jetzt so ein gutes Jahr oder ein knappes Jahr bei uns. Dafür macht sie sich schon wirklich super. Also im Prinzip ist das ja einfach ein Bausatz, ne, von Vida XL. Das ist einfach nur der Schlauch gewesen. Gut, den Volierendraht musste man natürlich auch extra drum wickeln. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Was ich natürlich extra gemacht habe, ist die Plane drüber. Und hier einmal halb, damit sie zumindest ein bisschen Betonschutz hat und halt vor allem auch vor Sonneneinstrahlungsschutz findet. Hinten ist komplett einmal zu. Da befindet sich dann auch ihr Nest bzw. ihr Hort oder da, wo sie nisten könnte, wenn sie das wollte. Einfach ein Rückzugsort, auch falls es dann doch mal ein bisschen zu kühl wird. Leider muss ich das Ganze halt mit Dachstützen stützen, ne, weil durch die Plan, durch das Wasser, was sich da sammelt, zeige ich gleich einmal, muss man auch allerweil abschütten. Dann ist dann doch sehr viel Last auf den dünnen, verzinkten Stahlrohren. Deswegen haben wir da vorsichtshalber noch Dachlatten reingeknallt. Ja, dann halt einfach sporadisch eingerichtet, hier einfach mal mit einem Ast, so als Kletter- und beziehungsweise Sitzmöglichkeit, einen Baumstumpf, wo sie auch gerne sitzt, ne, und beobachtet hier die Umgebung. Dann haben wir hier noch so ein Speisfass eingebuddelt, einfach damit wir ein bisschen Regenwasser auch auffängt, damit es ein bisschen natürlicher ist. Eigentlich hatte ich ein kleines Teichbecken in Planung, allerdings ist das hier mit dem Platz eh schon nicht so doll. Dann hätte ich es eigentlich am liebsten unter der Voliere raus, quasi, dass es einmal halb in der Voliere, halb außerhalb der Voliere ist. Da ist natürlich wieder das Problem im Wasserstand, sobald es zu niedrig ist, könnte sie wieder drunter her. Deswegen haben wir das auch erstmal davon abgesehen und warten einfach auf eine größere Voliere bzw. eine quadratische Voliere, wo man sich da einfach besser entfalten kann mit der Einrichtung. Aber auch so ist das zum Zähmen und Dressieren dann natürlich deutlich besser. Und sonst würde ich ja allerweil gegen so Äste rennen, die mir hier im Weg rumhängen. Ganz wichtig sind natürlich Handschuhe. Ne? Die hängen hier einfach drin, damit man sie nie vergisst. Das sind Wildlederhandschuhe. Die kannst du auch für Leguan nehmen, nehme ich auch für meine Kaimane oder habe ich die am Anfang genommen. Weil die sind wirklich fest, da geht auch keine Kralle durch, selbst durch das Gerissene nicht. Bei Krallen hat sie schon ordentlich bekommen. Und wenn man dann mit ihren 4 Kilo drauf springt, das kann schon ordentlich Verletzungen führen und natürlich klar auch irgendwelche Infektionskrankheiten. Die rennen mit ihren Krallen auf dem Boden rum. Hier im Kot, im Dreck, im Wasser. Der Euler an sich macht das natürlich nichts. Der Wunde ist dann natürlich nicht so schön. Jetzt habe ich noch einmal ein Timestep, wie wir den Schlauch an sich, also den Bausatz an sich aufgebaut haben. Das könnt ihr euch noch einmal angucken. Ist vielleicht ganz interessant. Hat im Großen und Ganzen, ich glaube bis die Voliere selbst stand, hat 2 Tage gedauert. War halt ein bisschen witterungsbeeinflusst, auch weil es geregnet hat. Ich echt Zeit in Anspruch genommen hat. Das war tatsächlich noch mal ein ganzer Tag, ist den Volierendraht. Weil das sind die einzelnen Stücke immer 2 Meterweise, musste man drauflegen, mit dem Gerüst verbinden und dann nochmal komplett durchfädeln. Dass es dicht war, beziehungsweise dass keine Löcher nachher im Volierendraht waren. So, wie gesagt, jetzt einmal den Timeset, dann gucken wir uns noch an, was Hedwig so drauf hat inzwischen.
hier nochmal der Nistkasten, beziehungsweise die Nistmöglichkeit. Da ist einfach ein bisschen Heulage noch drin, trockene, vertrocknete, einfach so als Nistmaske, wie gesagt auch ein bisschen zur Isolierung, hat sie hier auch kräftig verteilt. Das ist einfach eine alte Kartoffelkiste, die hatte ich noch über, da war nur kein Deckel drauf, haben wir einen Deckel dran geschraubt, die Seiten verschaltet, damit es zugdicht ist, fertig. Jetzt sehen wir sie einmal von außen fertig dastehen mit Plane, zum einen für Hedwig, dass die einfach ein bisschen abgeschirmt ist von draußen, zum anderen natürlich auch als Sichtschutz für uns, weil in der Ecke hinten wächst einfach nichts, da kann man auch von außen gut reinschauen, deswegen dient das für uns natürlich auch als Sichtschutz und halt auch für Hedwig, damit die einfach ein bisschen Ruhe hat. So, jetzt seht ihr das nochmal schön von weiter weg, ist natürlich ein toller Sichtschutz auch für uns. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum die ganze Zeit schreit, die hat noch nicht gefressen. Deswegen hole ich jetzt ein paar Küken und dann geht's los. Ja, wie ihr sehen könnt, Hedwig ist gut gewachsen. Jetzt seht ihr sie auch mal in voller Größe.
Wenn es euch gefallen hat und ihr sehen wollt, wie es weitergeht, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.